Also, herzlich willkommen zu unserem Was Rogue State Revolution Stream. Wie gesagt, die Entwickler haben mir davon einen Key geschickt. Vielen Dank dafür. Beziehungsweise an die Publisher. Und jetzt werden wir uns das anschauen. Hier in dem Spiel geht es darum, dass wir ein Land regieren. Das heißt nicht mehr, wie gerade eben noch im Kartell-Tycoon, dass wir nur in so ein Kartell regieren, sondern nein, wir sind direkt hier El Capitan, El Presidente. Eigentlich sollte ich mir auch einen entsprechenden Hut dafür aufsetzen. Guck mal. Das Problem ist, ich habe gerade meine In-Ears verlegt. Das ist total dumm. Ich habe keine Ahnung mehr, wo meine fucking In-Ears sind. Das heißt, ich kann eigentlich keinen Hut tragen, weil das passt leider nicht über das Headset rüber. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja. Aber wir werden ihn einfach mal in die Szene legen und so tun, als würde ich ihn anhaben. Genau. Leider ist der auch sehr eng. Das heißt, ich kann ihn noch nicht irgendwie hier... Oder ich könnte ihn so drauf balancieren. Ja, wir machen das jetzt so. Ja. Ich meine, El Presidente muss einen gescheiten Hut tragen. Ansonsten... ich meine, was wäre das dann für ein El Presidente? Come on. El Presidente. Genau. Link habe ich... Also, falls ihr das Spiel dann auch cool findet, könnt ihr auch den Link nutzen, den ich gerade angelegt habe. Wenn ihr Ausrufezeichen bei in den Chat eingebt, dann findet ihr den Link wieder. Ich bin nämlich Partner, Humble Partner, das heißt, wenn ihr dort einkauft, geht ein bisschen was an mich und ihr müsst kein Stück mehr zahlen. Das heißt, ihr könnt mich unterstützen, ohne dass ihr mehr zahlen müsst. Das ist total praktisch. Falls ihr sagt so, wow, der Dude, der ist ja nice, aber ich habe irgendwie leider keine Kohle und irgendwie würde ich ihn gerne unterstützen, dann macht ihr das vielleicht so. So. How are you feeling today, Excellency? Also, teach me how to play, I'll see the connections and explain cryptocurrency to me. Okay. You're a min-maxing statistical tyrannosaur. You know the game's mechanics well and want to show off your genius by defeating this game on a brutal, difficult level. Okay. Maybe you're new to roguelikes or just new to Rogue State. There's a lot to running a country and you would like assistance figuring out where things went wrong last time so you can dust yourself off and improve. It's not easy mode. We promise, though that's an option too. Okay, wir machen eine Teach Me How to Play. Ich meine, wir haben das noch nie gemacht. Es wäre unpraktisch, wenn wir es also... Na, genau, es gibt außerdem... was war das? FMV, ich weiß gar nicht mehr, für was das stehen. Aber tatsächlich, es gibt Movies, also Movie-Cutscenes. Das heißt, wir sehen dann... Also wenn ich den Trailer richtig interpretiert habe, sehen wir tatsächlich echte Leute, die mit uns interagieren wollen. Und uns Dinge fragen. Deswegen machen wir auch Subtitles an. No Pandemics, Electrophobia, Sphexophobia. Okay, Spiel fängt schon mal gut an. Wir werden jetzt googeln, was Electrophobia und Sphexophobia sind. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Das ist Electrophobia und Sphexophobia. Genau, wie ich gesagt habe, machen wir hier immer so Gameplay, was tatsächlich so ein komplett, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, ich weiß grob, was der Brief ist, also was die Beschreibung von dem Spiel ist, was darin vorgeht. Ich habe vielleicht mal einen Trailer gesehen, aber sonst ist tatsächlich ich habe keine Ahnung von dem Spiel und wir schauen es zum ersten Mal hier an, damit ihr genau seht, wie die erste Stunden so mit dem Spiel abgehen. Okay. Sphexophobia ist die Angst vor Wespen. Und okay, Electrophobia. Disallow all, please, dankeschön. Könnt ihr mir nicht einfach diesen dummen Artikel geben? Dankeschön. Ich hab doch schon eure Dings erklärt. Oh, ich hasse euch alle. Okay, du willst mir das nicht sagen. Okay, anscheinend ist es die Angst vor Hühnchen. Es gibt einen Angst vor Hühnchen-Modus und einen Angst vor Wespen-Modus. Wir machen das an. Einfach weil es geht. Wir machen das jetzt an. Okay, Game Difficulty, Minister Expectations, Public. Okay, wir lassen es einfach so und das ist jetzt der Schwierigkeitsgrad.
A proud day for Basenji. Shall we add your name to the history books? Sure. Wait. Ah, okay. Hier. Start. El Presidente Gerun. (1932 to 2012). Basenji was ruled by the Salman family for 80 years with the support of the United States and other Western powers until the Basenji Revolution of 2012. Under King Adnan Salman, criticism of the government was outlawed. Tens of thousands were imprisoned without trial for minor offences, and many more died from starvation. In 2012, 5 police officers allegedly did stuff. I have no idea. Wir werden's. Vielleicht müsst ihr auf Pause drücken. Okay, es ist 36. Well, that ended badly. Shall I click? I click. Okay. Somebody must have poisoned my tea. I bet it was the janitor. I see how he looks at me. Inauguration day. Again. This time I must do better. Oh was? Wir sind ein zeitreisender El Presidente? Wie gut. In Basenji today, there is a mood of jubilation as thousands crowd the streets in celebration. The first ever democratic election in the People's Republic of Basenji warum haben wir nur 7 is a Frames? success. 5 years ago, the monarchy was replaced by a transitional government. And now, finally, after great struggle, democracy has come to Basenji. For the first time in their turbulent history, both Basenji and ethnic Karifi are voting for a government of their choice. 12 political parties campaigned, representing a wide political spectrum, with the largest, the Basenji Nationalist Party, sweeping the election with 72% Warum leckt das? of the vote. I thought this was a fucking video. Morning, Your Excellency. My name is Sabriya. I have been assigned as your political strategist. And I am Yusuf. I will be serving as your military attaché. The first task before you is to appoint cabinet representatives from across our great nation. These are critical positions. Once appointed, cabinet members are constitutionally protected. They cannot be removed from office. Indeed, you will be stuck with these ministers, for better or worse. I would advise you listen to their needs. And I say look for loyalty. There will be hard days ahead. We will need a cabinet that is on our side, no matter what. Okay. Excellency, it's time for us to form the government responsible for building Basenji's glorious future. Ich weiß gerade nicht, warum das so hart geleckt hat. Es tut mir leid, es ist. So, appoint cabinet. So, dann schauen wir mal. Okay, wen haben wir denn da? Wir können Aziz El-Kamali nehmen. Der ist conservative secular. Aziz El-Kamali is an interesting man. He lost his wife in the first revolution, swore to build a better Basenji for his 2 daughters. He's quite frugal, with a good track record of fiscal responsibility. You can probably count on him to run a tight ship wherever you decide to place him. Frugal. Construction costs lowered for buildings related to his ministry. Ignoring the rumors that he's connected to organized crime syndicates, I'll say he's a cunning manipulator. Be careful what position you award him, because the second you take your eyes off him, he has changed the script if he believes it. Benefits his own ambitions. Bin mal raus für heute spielen. Dann Black Explorer, war schön, dass du da bist. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht am Montag wieder. Da gibt es weiter Indie-Games. Vermutlich dann diesmal ein Eximius. Und genau. Gute Nacht dann. Und habt ihr noch ein wunderschönes Wochenende. Cunning, he may alter policies in his ministry randomly without your consent. Das hört sich nicht gut. Liberal secular, Noor Ahadi. A champion of the people, she has worked exceptionally hard for both you and her constituents. I would say she has a poised disposition, demonstrating virtue and selflessness throughout her political career. No matter where you place her, she will be grateful for the opportunity to serve our administration. Okay. Oder eben tactless. Ja. The loyalty of other... Was? Oops. Will be dropped by 1% every 3rd turn.
Unpraktisch. Inspiring civilian units specific to his department get a free upgrade. Aber der kann jederzeit sterben. Oder halt auch nicht. Okay, er könnte Natural Resources oder Defense sein. Aha. As resourceful, extra event options are made available for events specific to that ministry. Aber er ist halt, the unlock rate for new policies is significant lower. So ein guter... Ugh, have you ever actually spoken to him though? He's a moron. You don't want to put a camera and microphone in front of this guy, or you don't know what kind of crazy stuff is going to come out of his mouth. Well, popular and selfish. Increased approval from the public in his own province. Ignoring his requests has a great impact on his loyalty to you. Karim Suleiman. Suleiman? Suleiman? Suleiman, glaube ich, heißt das. Nicht Suleiman. Madiha Nazir. Philanthropist. Her ministry operates with 0 costs. Okay. The minister... she's an addict. The minister will vanish for a few turns occasionally. No requests can be fulfilled for that minister while absent. Approval in the minister's home province will steadily drop while absent. Oh, verdammte Axt. Okay, he is a maverick. Siphons small quantities from the treasury every month. For upgrades from his department will only cost favors, never cash. Tariq Badur. Regardless of what position you decide to point him to, giving any cabinet is to an ethnic Karifi sends a strong message to the people that this is a time of unity, not division. Okay. Puh. Oh Gott, wir können nur failen beim ersten Mal. Okay, komm, dann setzen wir ihn halt hier so rein. Okay. Also wir haben... Also die können wir Development. Und hier den noch. Und Defense. Wie wollen wir den haben? Ja, komm, wir nehmen den hier als Defense Minister. Und jetzt die Frage... Warte mal, wir haben jetzt... Ach, verdammt, jetzt steht das nicht mehr dran, was er ist. Liberal, Secular, Conservative, Religious. Warte mal, oh Gott. Genau, dann bräuchte man noch Liberal, Religious. Warte mal. Conservative, Religious. Und Liberal, Secular. Genau. Die beiden am besten noch. Okay, der kann nur hier hin. Dann haben wir, glaube ich, alle Versionen, die es so geben kann. Und ich bin mal gespannt, was es heißt. Very good. Know that every 12 months you may appoint a new cabinet minister for an unstaffed ministry, should you choose to do so. More ministers mean more opportunities to do great things. And more people to keep happy. Okay. Excellency, while you get settled in your new office, I have scheduled your agenda for the next few weeks. Are you interested in hearing it? Yeah, tell me more. Most actions, aside from giving orders to units, cost a single action point. The number of action points available is equal to the number of ministers in our cabinet. Think of this as political capital to get things done. Okay. Vermutlich das diese 4 unten, oder? I've learned that our national power plant has not received a fuel shipment in weeks. Warte mal, ich muss mal wieder lauter machen, damit ihr auch wirklich was hört. The connecting roads were made unusable during the Civil War. Okay. By constructing a new road, oil will automatically be transported from the refinery to the power plant, and electricity can be restored to Basenji. Build roads by click-dragging a line between 2 buildings. Ensure both the power plant and the oil refinery are connected to the same road network. Okay. Das heißt, wir ziehen von Build Roads. Building roads costs 1 action point per month and treasury funds.
Note that it is possible to both upgrade and build those roads. Click on any road segment, including the one you just built, and select Upgrade in the road menu. Okay, upgrade. Manipulating the camera should be straightforward. In addition to moving the cursor, you can use the WASD keys to pan the map or click and hold the middle mouse button. The mouse wheel is used to zoom in and out. Zooming out of the map will help you see the big picture of Basenji. Okay, das ist das hier. Okay, ja. Gut. You can also rotate the map by clicking the rotation buttons, Okay, or by pressing QE. finally. These buttons will immediately pan the camera to buildings of specific importance. Resource producers, power plants, Which and buildings buttons? allow units to be Oh, removed. these buttons. That sort of thing. Palace. Refineries. Power plants. Okay. After the Civil War, the United Nations established aid camps to distribute food rations to our people. Mm-hmm. We must start to produce our own food and not rely on the UN. Constructing agricultural fields allows us to produce our own food for our people and have a new source of revenue to grow our treasury. Hmm? Agricultural fields can only be placed on green terrain. From the right sidebar, click Construction. From Construction. there, choose the agricultural field. We will need to ensure that there is a working population available wherever we place them. Well. That's... Here? As food supply increases, you can dismantle a UN camp. I would suggest doing this only once every few months, because removing UN aid workers will come with severe penalty to our diplomatic influence. Hmm? For now, though, I think we can weather it. Click on a UN camp and dismantle it now. Understand. Aber warte mal, wirklich die hier? Ich meine, wir haben hier noch kein Food. Lass uns doch lieber das hier abreißen, wo wir gerade eine Farm daneben gebaut haben. Ja, sehr cool. We Abgerissen? could spend funds and an action point to build a second agricultural field to support the anticipated growth in our city's demands next month. Or? Alternatively, we could address the health crisis currently facing the province of Sabah. Constructing a regional hospital adjacent to a city somewhere in this province would provide immediate care for those wounded during the Basenji Civil War. Okay. Okay, anscheinend in jeder Provinz, oder? Gibt es ein UN-Lager. Wir haben jetzt hier das UN-Lager abgebaut. Und jetzt könnten wir in Sabah, ja. The choice is yours. Future-proof your economy and construct another agricultural field, or build a regional hospital adjacent to a city somewhere in the province of Sabah to care for our wounded. Komm, dann holen wir mal ein Hospital und bauen in Grassland or Desert. Wait, I can't back... Okay, dann bauen wir das jetzt aber hier hin. For now, it is prudent to spread your buildings out between your provinces, so you don't end up with a worker shortage. Excellency, Sabria, apologies for the interruption. Our military is in a state of disrepair, and I must insist we address that sooner rather than later. Construct a military base, Excellency. This will be where all our military units are produced. Okay, ja. So. Construction, military base. Ist das doch mal hier Majimara? Majimara? Ja, Majimara. We've used up all our actions for this bout. Let us reconvene next month. Understand? Okay. Cool. Good morning, Excellency. Tell me more. Yusuf, the local news is reporting something difficult to believe.
An industrious shepherd appears to have hybridized a bunch of old cars to produce an armored bipedal tank. Wait, what? Na, wie geil. Da hat jemand einen Mac gebaut. By the way, demnächst werden wir wohl auch Macs bauen in unserem Stream hier. Mehr dazu auf Patreon. Also, keine Ahnung, nicht jetzt. Vielleicht kriege ich den Post hin, dass er morgen gepostet wird, also morgen live geht. Wenn ich halt nach dem Stream noch kurz was arbeite, aber ja. I may have made a big mistake. You may? Why would anyone do that? Well, Macs are cool. I can understand. I can relate. Wer von euch würde auch einen Mac bauen, wenn ihr könntet? Come on, schreibt mal im Chat. Ich meine, come on, ein Mac ist cool. Because it's awesome? Genau, ganz genau. Typ gefällt mir. No. Can anyone hear me? I am stuck inside this armored bipedal tank and have lost system control. Well, that's... Though this is probably also a threat to our national security. Thankfully, we can use that military base to recruit some new troops and send them to disable it. We will need to train a military unit. All units have a role to play in combat, and it is for you to decide which unit to train. I would, however, suggest that you not train the SAM truck. It cannot attack ground-based units, including whatever that thing is. Okay. Anti-air vehicles with vulnerable airborne. Infantry. Okay. I guess chain armor? Order our troops to disable the civilian bipedal tank by Oh, first wait. clicking on the unit, then click dragging a line to the target. Ich hätte Airborne holen sollen. Excellency. Farmazenci. Böp. Hat sie hingelegt. Outstanding. We have pulled the very frightened shepherd from the wreckage. Hopefully his insurance covers all the damage he caused. Hopefully. Thank you. I spent so much of my time thinking about how to create a giant homemade walking tank out of old cars and recovered munitions. I never stopped to think if I should. Right. Well, Excellency, this seems as good a time as any to introduce your ministries. This is where you set all the policies specific to our nation. Click on the Ministry of Finance for now. So, klicken wir mal hier drauf. Setting our tax policy to regressive will increase our tax base if our people's prosperity is low. Our nation's liberals will absolutely hate this. But maybe we can win back their trust in other ways. Set our tax policy to regressive now. Multi-states pay a lower proportion of their overall income as taxes to ensure the majority. Das ist natürlich nicht cool. Aber anscheinend müssen wir es machen. Good. Let's check in now with the Ministry of Defense. Over time, a minister will research new policies for our nation. If you keep them happy by fulfilling the requests they routinely bring to us, that research gets completed faster. The minister is of the view that we might be able to learn something from this bizarre incident with the armored walking vehicle. You can choose which policy opportunities a minister is going to research by clicking on it. Choose a policy opportunity for the Minister of Defense to research now. You can even choose that silly bipedal walking tank that means that much to you, but will probably need a lot of cash in a secret facility if you plan on going down that road. Wir können Max bauen. Cyber Division decreases the likelihood of catastrophic failure of all cyber warfare mission in a clandestine site. Specialized task force for responding to a nuclear, chemical, biological emergency. Recon training and most proficient. Given training +1 sight range. Human factors intel. Intelligence officers specialized in infiltrating rebel networks to find where the enemy is being trained.
brainwash everyday people to become sleeper assassins, occasionally be citizens into tier 3 intelligence officers. Wie gut. Decrease the likelihood that clandestine nuclear weapon development will be discovered by 33%. Building on the secret research conducted during this era of the transitional government, elite Basenji scientists theorized that we can construct a machine to take a snapshot in time and subsequently use an extraordinary amount of power to send a single human being back to that point. The rest of the world's physicists dismiss our theories as junk science, but surely the potential outweighs the costs. Perhaps experimentation with this technology is somehow responsible for our perpetual returns of your first inauguration day. Or perhaps your condition is what will make this machine possible. You can only hypothesize. Okay, super weird. Ground-based laser, an array of high-energy lasers specifically designed to destroy meteors. Our soldiers receive access to special benefits in gratitude for service. Random military units will increase their loyalty every turn while this policy is active. Forced relocation. Our soldiers will compel citizens to relocate to where their labor is most greatly needed. Rate of civilians relocation in the province with worker shortage tripled. Okay. Psychological warfare. Targeted propaganda campaign to sow discord between our enemies and the influencers that would manipulate them. Das ist wirklich weird, was wir nicht alles machen können. Conscription. By adopting universal conscription, the people experience first-hand the responsibility that comes with citizenship. Okay. Und was gibt das? Uff. Acquire air-to-surface missiles to mount on your helicopters. +1 attack range. Ground force authorized to deploy chemical weapons on their enemies. Mortar units deliver +1 damage against infantry units. Activating this unlockable will result in extreme sanctions from the international community. Okay. Lass doch mal... Wisst ihr was? Wir holen dieses Temporal Displacement einfach weil fucking geht. Proceed. Ministers who are not given research priorities will create their own based on their personal interests. In fact, particularly belligerent ministers may do their own thing, regardless of what you say. Okay. We should suggest policy opportunities for the remaining 3 ministers to research now. Okay, understand. So, also, wir können ihm alles Mögliche beibringen. Offshore banking, reform your banks so they protect assets from lawsuits. Ensure financial privacy, regulate cryptocurrencies. Permits greater financial investment in the provincial super notes. Counterfeit money. Big trouble, state investments. The option in the budget menu allow you to invest treasury surpluses and secure the future of our people. Sounds actually good. Prohibit unions. Scheiß auf unions. Workers' compensation. Health access. Legalize youth labor. Ja, Kinderarbeit. Food truck permits. Vendors serving urban street food will need special permits to ensure sanitary conditions. Residents will complain about the declining numbers of vendors. Relax building codes. Repeal overtime laws. Oh, lass mal State Investments. So. Solar power. Hydro, wind. Infrastructure. Deregulate fishing. Green economy. Strip mine. Pact surveys. Carbon market. It's like every 2 years. Das hört sich aber fast okay an. Komm, holen wir Solar Power. Hier. Bin Fan. Busflotte. A fleet of biofuel buses in every major city will whisk pedestrians wherever they need to be, so long as they don't need to be there on time.
Remove speed limits. Transportation Hub. Ich glaube. Ja, komm, wir machen das. Transportation Hub. Ja, komm, hier. Great. Research will be conducted faster when the minister has a great deal of respect for you. Unhappy ministers may not do any research at all. Okay. Excellency, our economy is pretty stagnant right now, which will limit our opportunities to better this great nation. I have a plan, however, that will give us a little extra boost. Let's review our national budget. Okay, wo kann... Ah, hier. Very good. I've got some more ideas on how we can increase our national treasury. Okay, tell me more. A lot of things outside of our control can affect Basenji's monthly revenue. City growth, immigration, the price of commodities, our transportation infrastructure. So what you're looking at is our minister's best estimates based on a snapshot of the country as it stands today. Lowering provincial expenses helps a little, but it will also take its toll on the general well-being of those provinces. But look at these ministry expenses. You may want to change some policies in the Ministry of Development later on. Ongoing unit maintenance costs are something to keep a close eye on as well. It's better to use a few units well than grow a bloated military. Because we have a Minister of Finance, we also have the option of taking out loans in the forms of bonds or an IBRD loan. The interest repayment terms for these are not kind, so I wouldn't suggest doing this unless we were in a real emergency. Okay. For the greater your rule of law rating is 3 or greater, you can borrow 100 Zenshi money from the International Bank for reconstructing the room. Okay. Inevitably, the best way for us to have nice things is to find resources and sell them. Later, we can use those resources to craft more valuable goods and sell them instead. We may need to consider a few temporary provincial funding cuts until we get our economy jump-started. I'll leave it to you to decide where, but ultimately, I propose you cut just enough to establish a positive cash flow. I understand. Okay. Concerts, was a museum, beaches. Joel for tourists to... Subsidies. Health, Public Safety. Oh, das ist richtig bad. Wir müssen irgendwie 11 Basenji-Dollar finden, um sie rauszunehmen. Das heißt, wenn wir hier jeweils um 1 senken, haben wir 5. Dann könnten wir... Ich will es nicht eigentlich als Education rausschneiden. Education ist immer schlecht, wenn man es da rausschneidet. Ich glaube, ich nehme die Subsidies. Irgendwie so. Machen wir das hier auf 1. Tourism, ja. Und dann müssen wir auf 2. Public Safety. Komm, hier. Okay. Excellency, we have used up all our actions for this month. Let us reconvene next month. Okay. Click on the Palace of Mijimura by either finding it on the map or clicking on the Palace Fast Access button at the bottom of the screen. From there, Resource deposit. Note the black pin. And click Survey adjacent tiles from the Surveyor interface. Oh, was hier? Okay, dann läuft doch mal hier rüber. Very well. Understand. Dann läuft er darüber. Hä? Hallo? Excellency, Kannst du laufen? very well. Ach so, der hat nicht so viele Schritte. Buffts. Okay. Ey, Sinja. Hanni, wie geht's? Schön, dass du da bist. So, find new resources. Ja, jetzt sind wir ein bisschen stuck hier. Das ist ein bisschen unpraktisch. Na gut, dann müssen wir jetzt... was
be built on grassland. Dann lass doch mal irgendwie... Können wir... Achso, warte, wir können es einfach hier hinbauen. Achso, nee, da haben wir ja schon eins. Hier mega müde von Stream und gespannt auf Revolution. Genau, das Ding ist, das hier ist ein Roguelite tatsächlich. Ich finde das auch sehr spannend. No Road Connection to Sabil. Das ist eher unpraktisch. Small Cardiff Village. Okay, warte mal. Die Straße können wir machen. Build Road. Upgrade. Eine echte Straße draus. Genau, wir können noch eine Aktion machen. Build Road. Okay. So, das heißt... Irgendwas können wir noch machen. Wir bauen noch mal was. Und zwar, wir bauen... Hier bauen wir noch mal ein Feld hin. Okay. So. Good morning, Excellency. Click on the surveyor you've just trained to reveal all the potential resources in Excellency? Senji. By exploring these Very sites, well. we can potentially uncover new resources for our So, jetzt ist There er is endlich also a angekommen. resource deposit located in the tile not Excellency? far from his current location. Direct him to the nearest tile with the potential resource deposit. Note the black. So, mal schauen. Survey I understand. Was hat er gefunden? Bauxit. Okay. Genau, wir müssen hier nach einem Bürgerkrieg tatsächlich, müssen wir schauen, dass wir einfach wieder das Land aufbauen. Okay, hier haben wir auch irgendwas gefunden. Was war hier? Okay. Ja, jetzt haben wir doch das Bauxit gefunden. I mean, what? I mean, I did that. Okay, das heißt... Excellency? Haben wir es jetzt verkackt, das Tutorial. Very well. Ja, wir haben es verkackt, weil der kann nicht mehr weiterlaufen. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Strand steht, wie weit der laufen kann. Bis jetzt war es ganz gut. Haben viel Spaß gehabt. Wir haben ein bisschen Drogen verkauft. Und genau. Das war ganz nice. Genau, wir können eigentlich auch das hier abreißen. Ah, warte mal, wo sehe ich denn eigentlich wie viel? Food Production 18. Das macht wie viel Production? 55. Okay. Jetzt wurde mal geraten, pro Turn können wir 1 abreißen. Okay, hier Resource Production 236 von 93. Sehr gut. Das heißt, eigentlich sollten wir da genügend haben. Das ist unser Approval Rating. Das ist die Anzahl Arbeiter. Und zwischen 9 und 17 bekommen wir. Okay. Echt traurig, dass ich das erste Spiel verpasst habe. Ja, war schade. Aber, ja.
kannst es nachschauen, wenn du magst. Aber ich weiß, dass es natürlich nie genau dasselbe ist, deswegen... Nee, das ist halt... Das ist was komplett anderes. Okay, Constructing. Was können wir denn bauen? Wir können mal hier an die Stadt was ranbauen. Oder wir bauen das an die Stadt ran. So, wir haben jetzt noch 2 Aktionen übrig. Wir bekommen 12. Das heißt, rein prinzipiell können wir jetzt auch wieder die Public Safety erhöhen. Weil die mussten wir ja vorhin runternehmen. Und auch wieder hier ein bisschen fördern. Bekommen wir zwar nur 2, ist okay. Confirm Changes. Genau, die sind ja noch beschäftigt. Mit ihrer Forschung. Bei VODs will ich dann echt ganz oft in den Chat schreiben, glaube ich dir, glaube ich. Ich kenne das auch, ich habe das auch immer wieder so als Impuls und dann so, ah nee, warte, da war ja was. Das ist dann echt dumm. Naja, so ist das manchmal. Excellency. Very well. So, komm. Excellency. Okay. Good morning, Excellency. Click on this. Excellency. Very well. So, Excellency. kannst du einfach bitte laufen? Das wäre fantastisch, komm, da, auf Very ihn. well. Yes, very well. Excellency. Damn it. Das heißt, ich brauche nochmal einen Turn. Okay, aber gerade, also ne, wir haben jetzt hier auch gerade ganz frisch angefangen, das heißt, du bist eigentlich zum richtigen Zeitpunkt da. Können wir schauen, wir haben jetzt eine Powerplant, die braucht 140 Öl. Wir produzieren hier 98. Like, seriously? Well, that's... Wir machen nur 98 Öl? Das ist unpraktisch. Weil... Warte mal, wo sehen wir das dann? Okay, wir können noch ein UN-8-Camp auch schließen. Aber ja, unsere Ölraffinerien produzieren 98 Öl. Und... Ja, das ist... Wir brauchen mehr Öl. Die Frage ist, können wir hier noch Öl ranbauen? Ölraffinerie? Okay, nee, geht nicht. Ja, shit. Können wir vielleicht noch ein... Nochmal ein Resource Surveyor bauen? Excellency.
Also, ne, hey du. Excellency? Very well. Lauf doch schon mal los, weil wir brauchen dich vermutlich. Da drüben bald. Und sonst können wir noch irgendwo sinnvoll Straßen. Ach, das stimmt, wir können hier noch eine Straße bauen. Build Roads. Okay, so. Zeit geht vorbei. Good morning, Excellency. Click on. So, kannst du mal bitte jetzt hier rüberlaufen? Das wäre fantastisch. Very well. Oh, please. Excellency? Like, seriously, komm. Very well. Geh noch einen Schritt weiter. Oh, gut. Excellency? Warum hab ich da? Another oil deposit. Well, this is helpful. Not all resource deposits pan out, so sending surveyors across Basenji to check them all will be necessary. Okay. Let's build a new refinery on that oil deposit. Select one from the construction menu. I understand. Okay, ja, der Surveyor darf dann auch... Hallo? Der darf bitte... Naja, eigentlich sind das echt schlechte Spots. Egal. Vielleicht findet er auf dem Weg ja irgendwas Witziges. So, Construction, Oil Refinery, Construct on Oil, sehr nice. Wir haben mich ja gerade noch gefragt, so, oh, wie ist das jetzt eigentlich? Two oil refineries. One is sending oil to our power plant. Perhaps we can sell the oil from this one to one of our neighbors. At least, while we don't have a demand for plastics yet in Basenji. Click on the diplomacy menu. Okay, Diplomacy. Relations with those other nations we share a border with can be tricky. If we can maintain a strong, positive relationship, we can mutually prosper from expanded trade. If they grow to hate us too much, we may find ourselves invaded. Okay. Tell me more. Our relationship will depend greatly on their interests, which are not immediately known to us. Spending intelligence on research is one way to better understand these interests. Okay. In addition to their relationship with us, these neighboring states also have their own internal stability to be concerned about. A collapsing neighbor means lots of refugees seeking asylum in our borders, in addition to other challenges to manage. Oh, das ist natürlich nicht so praktisch. Take notice as well of the three major powers interested in influencing the future of the region: the United States of America, the Russian Federation, and the People's Republic of China. If any one of these powers sees us as a threat to their interests, we may find ourselves in a war we cannot possibly win. On the other hand, if we can eventually improve our relations to the point where an alliance is achieved, the others may leave us alone. Okay. Let's see if any of our neighbors happen to have an interest in Basenji crude oil. Once they're on the phone, select Negotiate Trade and click the Export tab. Then, make an offer to export oil. Okay, Zarbil, Stable, Polite. Das ist sogar praktisch. Wir haben mit denen die beste Relation. Und die brauchen Öl. Ja, rufen wir mal an. Greetings, Excellency. My name is King Najia Hassan of Republic of Zarbil, and I wanted to congratulate you on your recent election. I know Basenji has a grand future ahead of it, and I look forward to cooperating with you in the future in matters of mutual interest. Okay, dann negotiate trade. It's offering it's offering to export oil. Yes. Spot price. Ja, okay, bis 45 können wir machen. Dann sagen wir nochmal hier, propose. We're pleased you are able to assist us with this. Timely. Okay. And call. Nice. So, dann noch hier rüber. Civilians at work. Genau, da laufen die jetzt am Ende der Runde nämlich noch ihre paar Schritte. Good morning, Excellency. Tell me more. Not bad at all.
We'll need to make sure there's a road connection between the oil refinery and the border checkpoint, or else our oil will never reach them and no money will be earned. Okay. Okay, also hier haben wir ja schon die Straße hingebaut. Das heißt, wir müssen nur noch unsere Ölraffinerie an ein Straßennetz anbinden. Das heißt, build roads. I guess. Dish. Very good. Make sure your surveyor is on his way to find new resources for us. Over time, resource-producing buildings will experience corruption. Greasy hands will start cutting into our national bottom line. You should hire a facilities inspector from the palace at Mijimra to travel between your resource producers and address this. So. Stand. Genau, weil hier haben wir jetzt auch schon 4% Corruption. Das heißt, von 98 produzierten wird schon 1 abgeführt. Perfect. The facilities inspector has an action that allows you to eliminate corruption that accrues in the resource-producing buildings. Ja. Surveyors, facilities inspectors, and clerics can consume an action point to double their movement distance. Keep this in... Excellency, Sabria, apologies for the interruption. Again, intelligence reports that a small contingent of rebels and dissidents calling themselves the Basenji Liberation Front are on the move toward what's left of that armored bipedal vehicle. Genau, wir mussten vorhin übrigens diesen, ja, dieses Ding da ausschalten. The Basenji Liberation Front? They're a small union of various interest groups with the united goal of destabilizing our democracy and removing you from power. What could they want with a pile of metal junk in the deep desert? Ich hätte ja witzig gefunden, wenn sie jetzt noch die Basenji, die Liberation Front of Basenji sie genannt hätten. Und der andere so, nein, die Basenji Liberation Front. Regardless, reports indicate they are armed and we must respond with force, Excellency. If the public feels we can't keep them safe, we may end up playing right into the insurgents' agenda. Okay. Our units start fiercely loyal to our regime, Excellency. Just be aware that the military is looking for you to make smart decisions. Sending units on suicide missions, making poor choices, and making our nation into a laughingstock may result in our soldiers doubting your leadership. And so, every unit can only attack once per month, and we're anticipating at least a couple targets. We may need to field more troops. Eliminate the BLF. Okay, also. Das heißt, am besten Mörser. Mörser. Könnt ihr... Ich meine, könnt ihr einfach von hier schießen? Achso, du kannst ja eigentlich mal tatsächlich mal hier irgendwie hier rüberlaufen. Ich meine, wir können jetzt erstmal hier die angreifen. So. Hä? Ach so, okay, die brauchen eine Weile, bis sie da angekommen sind. Das ist ja unpraktisch. Oh, cool. Ja, das funktioniert ja ganz gut. Okay. Erste ausgeschaltet.
Dann rennt der hier weiter. Und der hier rennt weiter. Und die rennen weiter. Good morning, Excellency. Every unit can only attack one. Ja, das wissen wir Bescheid. Wunderbar, die sind jetzt an den Ort vorgerückt, wo sie befeuert werden können. Und fertig. Great work, Excellency. It would be prudent to have forces spread throughout the nation to address whatever threats may come our way. Excellency, as important as our national defense is, I will show you how to stay in power by balancing the differing interests of liberals and conservatives, religious and secular citizens, even urban and rural populations. Let's start by examining how we are doing, province by province. Click on Banifa in the right sidebar. Okay. The upper graph shows your current approval levels in Banifa by demographic over the past 10 months. If they get too displeased with you, the rebels will be emboldened. Okay. Das ist ein kompliziertes Spiel, aber es ist super cool auch. Das muss man halt auch schon sagen. Es ist super spannend, come on. The lower graph shows that provinces' ratings for prosperity, education, health, safety, the environment, and entertainment. Okay. Keeping these from getting too low in all 5 provinces is going to be crucial if you want the people to stay content. Was sagt ihr denn so bisher dazu? Wir müssten auf jeden Fall in Environment in Banifa was investieren. In many provinces, our environmental ratings are falling. A few are getting particularly low. Let's talk about what we can do about that. Go ahead and click anywhere to close the provincial detail panel. Okay. Traffic congestion can restrict the flow of goods, and more importantly, drag down your regional environmental, entertainment, and prosperity ratings. Let's check the traffic lens to see if this is the case. Protests are being reported. Okay, warte, was? Let's check the traffic lens? Traffic lens, okay. Most of the roads are tinted green. It appears that traffic is not currently a bottleneck for us. If too many industries export goods on the same roads, you will eventually want to upgrade those roads by clicking on a road segment and pressing the Upgrade Roads button. So, let's consider what else we can do to improve our environmental rating. Okay, tell me more. At the provincial level, you can increase funding to conservation, but this will increase your treasury expenses every term. We could also construct a nature preserve or public gardens to improve your environmental rating, which have a larger one-time cost. Uh-huh. At a nationwide level, we can make some policy changes. They might not cost us any money, but they will likely result in other trade-offs for consideration. In the Ministry of Natural Resources, we can ration power and sacrifice our entertainment rating in all provinces for our environment rating. We can also change our governing principles from an exploitation perspective to a stewardship perspective. Huh? There is no one way to accomplish anything. The choice is yours as to how you want to proceed. You are the glorious leader. I am the glorious leader. Do something to improve the environment of Basenji, okay. Warte mal, was ist das denn hier? Warum protestiert ihr? Basenji resident. Conservative, secular, legal immigrant from Zarbil. International reputation is very poor. We should change the Ministry of Citizens Cultural Policies. It's impossible to have fun here. Tax policies. Mr. Badur is the real problem. Der hier, der Tariq, okay. We should change the Ministry of Citizens Cultural Policy. Okay. We should change the Ministry... Ecological Mess. Okay. Also in Sabah. In Sabah sind sie gerade unglücklich. Wegen Fun. Okay. Ja gut, das Ding ist, ich kann ja tatsächlich jetzt gerade wieder Geld hier investieren, weil wir haben jetzt Geld bekommen. Das heißt, wir können zumindest mal alles hier irgendwie auf Stufe 2 heben. Wir könnten sogar... Oh, das können wir uns das leisten, wenn wir hier... Warte mal, Reset. Weil ich will gerade wissen... Oh ja, okay.
Environment ist in Sabah richtig scheiße. Hier ist es Prosperity. Entertainment. Prosperity and Entertainment. Obwohl Prosperity geht wieder hoch. Health. Health in Karif. Okay, also Entertainment ist überall scheiße. In Sabah ist es noch Environment und Banifa geht eigentlich. Das heißt, wir sollten tatsächlich jetzt... Wir machen das jetzt einfach so, wie ich das gesagt hatte. Hier, 2. Hier Conservation und Banifa. Banifa und Sabah. Komm, wir machen das bei allen. Confirm changes. Good. It will take time to see the results of these improvements. So, as a longer-term goal, I would suggest you think about building more agricultural fields, a plastics factory, and a manufacturing plant with a view to getting processed food production online before your citizens start to demand it. Okay. Notice the resource production and demand icons in the right sidebar. These are the 5 products that cities may grow to demand over time. The left number under each product represents how much you are producing at present, minus any products consumed in order to produce other products. Okay. The right number represents how much of that good is demanded by our cities at this time. It's possible for us to produce more than what is demanded. When this happens, consider exporting the surplus to a friendly neighbor. Okay. This is how we make money. Tax dollars will not be enough. We need to start building production chains to manufacture processed foods, household goods, consumer electronics, and luxury goods. Sell them to our neighbors at first with trade agreements. Then, processed food should come first. Hold the mouse over the processed food icon on the right side. Processed food is going to require more farms, more oil refineries, a plastics factory, and a manufacturing plant. We will also need them all connected by roads. Okay. Thankfully, we already have extra oil that we're exporting. If you construct a plastics factory and a manufacturing plant and connect them to the road network, the oil will automatically be diverted to plastics production while you send our survey. Okay. So, der Survey ist da. Das heißt, Survey, okay, wir haben Öl gefunden und danach, boy, läufst du hier zum nächsten. Und hallo Kiri, schön, dass du da bist. Wie geht's? Und hallo Frankie. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend bisher gehabt. Was macht ihr dann? So. Der Surveyor hier oben ist immer noch auf dem Weg. Ja. Ich werde mal jetzt ins Bett aufbrechen. Macht dir nicht immer zu lange noch viel Spaß. Danke, Honey Bunny. Schlaf du gut und träum was Schönes. Genau, wofür brauche ich nochmal Bauxit? Okay, das kommt später. Jo, bei mir ist uns alles klar. So, warte mal, stimmt, wir können ja mal noch schauen. Okay, die brauchen Öl. Braucht denn irgendwer einfach nur Bauxit? Okay, die könnten Food gebrauchen. Genau, weil... Genau, Processed Food will noch keiner. Ja, sollen wir dann einfach mal... Wir können Tadschikistan mal anrufen und fragen, ob die Food wollen. Obwohl, ich meine, wir haben jetzt gerade nur 53, was wir mehr produzieren. Wenn wir jetzt hier eine Plastikfabrik hinstellen. Plastics Factory. Yes. Und eine Manufacturing Plant. So. Dann müssten wir jetzt nur noch eine Straße dazwischen packen. Verdammte Axt.
What should this factory produce? Processed food. Ja. Fantastic. Any food or processed food purchased by our citizens or by other countries is money that goes straight into our pockets. Keep an eye on your production chains and aim to produce at least 80 a turn. Over time, you should be surveying more resources or importing what resources you need in order to produce household goods, consumer electronics and luxury goods. Okay. So, ja, bei mir ebenfalls alles klar. Ich hoffe, doch bei euch auch. Genau. Frankie meint ja auch schon, alles bestens. Heute in Cosplay-Stream, ja, ist quasi, ne, also ich bin ja gerade hier El Presidente, the Glorious Leader, und ich dachte so, da muss doch auch so ein Glorious Leader-Hut dann auf den Kopf drauf. Von daher, ja, ne. Und, Kiri, haben wir uns nicht vielleicht schon auf der Gamescom gesehen? Oder haben wir uns ernsthaft nur auf der TwitchCon gesehen? Also TwitchCon auf jeden Fall. Hier, 2019. Anfang 2019 war das, ja. In Berlin. Genau, Smite läuft ganz gut eigentlich, sonst, wir sind gerade, stimmt, ich weiß nicht, hast du bei der Knüppelliga zugeschaut? Ich bin jetzt nämlich dabei, wir haben jetzt schon den 6. Spieltag hinter uns gestern gehabt. Und, ja, war super. To contend with. Okay, wir müssen tatsächlich auch mehr Strom bauen. As important as our economy is, you might also want to consider as a longer-term goal trying to grow our intelligence capabilities. Building an intelligence agency and training spies will help us find BLF camps hidden across our nation. Genau, auf der Gamescom war ich auf einer anderen Party tatsächlich. Leider habe ich es nicht mehr zur High-Risk Party geschafft, was ich echt schade fand. Das fand ich wirklich, wirklich schade, aber naja. Ist halt so, ne? Es sind zu viele Partys, kann man nicht auf alle gehen. Aber haben wir uns nicht einfach so auf der Gamescom gesehen oder war wirklich nur diese Party? And finally, keep an eye on your worker count. The only way to get more workers in Basenji is to open the country up to more immigrants. And that's something you need to negotiate with our neighboring countries. Okay. Immigrants are valuable members of our society, but if our relations with their country of origin go poorly, you can expect their approval of our government to falter as well. I note that there are certain emergency measures that can be used to relocate your population within Basenji in the event of a worker crisis, but they're ugly solutions. We can talk about them if it becomes necessary. Okay. I think we've bombarded our glorious leader with enough information, Yusuf. Let's go. Good luck, Excellency. Okay, cool. Damit haben wir das Tutorial beendet. Cool. So. Dann verschwindet das Ding jetzt. So, da haben wir jetzt freie Hand, wie wir unser Land weiterführen werden. Das Problem ist, wir haben tatsächlich gerade irgendwie rausgefunden, dass wir 8 immer verlieren werden in unserem Budget. Ich hoffe, das wird sich ändern, sobald wir das hier gefixt haben. Das Problem ist, müssten eigentlich... Naja, schade, ich kann das einfach nicht... Excellency, these numbers represent civilian and military units that don't have any movement orders assigned. You may want to consider sending them somewhere before ending your turn. Okay. Genau, die haben nichts zu tun. Ja, also... Wir können einmal eins noch von denen abreißen. Fällt mir gerade ein. Und, keine Ahnung, geht mal in die Richtung. Genau. Ihr fahrt nach Sana. Ihr seid in Beni. Da und... Du machst das, du bist da unterwegs, also brauchen wir noch ein Stück. So, jetzt Work. Da kommt sie jetzt endlich mal an. Ja, komm. Karifi protesters have launched a nationwide call to action to ignore your prohibition of Karif registered vehicles on Basenji highways tomorrow. Karifi are expected to be on the roads in unprecedented numbers, overwhelming local police. Warum mache ich das denn überhaupt, die Prohibition von Karif Registered Vehicles?
Oder wir ignorieren sie einfach, dann verlieren wir nur 3%, das finde ich besser. Greetings, Excellency. Percentage's poor reputation internationally reflects poor impressions of an investment in our beautiful region. We ask that you consider putting more effort into... Okay. Agree if you think we can do it over the next 8 months, otherwise we should politely disagree. Ich hoffe. Wir werden es probieren. Excellency, lots of people are very unhappy and have taken to protesting in the streets. This is not a good situation to be in, but there is still time to make things right. Okay. While a protest occurs in any city, the loyalty of any ministers from that city's province will drop by 1% every month. A protest that occurs in a city belonging to a province with low safety can turn into a riot. Riots are worse than protests. The loyalty of any minister... I know we can't please everyone, but it may be prudent to take a closer look at what's happening. Click on the approval lens, and you will see parts of the country where you are truly hated. It hurts, but this is how we get better. Sehr gut. Kiri, wie läuft's eigentlich bei dir mit Smite? Und Frankie, spielst du auch noch regelmäßig? Irgendwie kamen wir noch nicht wirklich dazu, da mal gemeinsam zu spielen. Das fand ich ein bisschen schade. See those red spots on the map? That's where your approval ratings are really bad. Click on some of the tiles in that region, and the citizens who live there will appear at the bottom of the screen. In my experience, unhappy people never shut up. If you hold the mouse over the citizens, a tooltip should yield some choice quotes about why they're so upset with you. Perhaps it's because you haven't given your political staffer a raise in forever. Okay, die haben... Nee, warte mal. Wo? Doch hier, die... Nee, warte, wo waren wir? Hier. In Sana. Das ist zu wenig Essen. Okay, das können wir fixen. Genau, die kriegen ja Essen. Die kriegen ja ihr Essen. Okay, die brauchen einfach nur Essen. Ja, easy. Achso. Construction. Agricultural Fields. So, das heißt, da haben die jetzt Essen. Lange kein Smite mehr gezockt. Wir gehen wir wieder ein paar Runden zocken. Müsste ich vielleicht nächsten Mittwoch anschließen. Construction. Power Plant. Oh, wir haben kein Geld dafür. Damn it. Review Budget. Okay, ne, warte. Wir bauen eine Straße. Wir upgraden diese Straße sogar. Und dann sollten wir 60 Processed Food irgendwie produzieren damit. Jetzt ist die Frage, Diplomacy technisch. Genau. Household Goods. Wo können wir dann die exportieren? Die exportieren alle. Das ist ja unpraktisch. Okay, dann lassen wir die einfach mal fertig machen. Wir haben leider noch... Ja, komm, geh du mal hier rüber und dann forsch du mal. So. Gut, wir haben hier wieder Bauxit gefunden. Wo können wir ihn als nächstes hinschicken? Wir schicken ihn darüber. So, du hier. Ja, exportieren das sogar nochmal. Kommst du nämlich weiter? So, wir schauen mal. Es könnte sein, dass wir jetzt gleich failen, weil wir zu wenig Geld haben. Naja, das ist... Do not care. Okay, Excellency. Under the old ways, the use of contraceptives was considered permissible, but generally
discouraged. A growing number of fundamentalist clerics are seeking the government's support in prohibiting their sale without advance medical authorization. This will of course be an issue that affects the whole nation. Make contraceptives free for all citizens. One entertainment in Besenji. Es kostet mich 15. Ja, mach mal. Government tele is improving international clan. Okay. Ja, das hoffen wir auch. Climate leadership reputation. Oof. Okay, I may have... Könnte sein, dass wir zu viel versprochen haben. Ah ja, wie gesagt. Frankie, du hast jetzt noch nicht geantwortet, deswegen frage ich jetzt einfach nochmal, ob du Bock hast, vielleicht am nächsten Mittwoch mitzumachen. Also ich spiele da ja ständig, regelmäßig Smite. Das heißt, genau. Da solltest du dann, also da könntest du mitmachen. Ich spiele einmal Casual natürlich und... Achso, ihr könnt eigentlich da stehen bleiben. Und, genau. Und danach noch... Hat der Surveyor eigentlich eine Aufgabe? Yes. Yes. If they're hiding anything, I'll find it. Tada! Yes. So, und dann darfst du als nächstes hier hinlaufen. Right away. Excellency? Noch mehr Öl finden. Sehr gut. Hier ist keine Straße. Das ist unpraktisch. Okay. Dann können wir dich irgendwo anders hinschicken. Seltsam. Oder... Lauf doch hier rüber. Genau, du laufst darüber. Noch 18 Essen von denen. Und Plastic Factories 80. Wir können leider kein Geld. Wir haben leider kein Geld. Review Budget. Wir müssen hier. Very unpopular decision. Yes, I know, but I have to. Ich muss es machen, ansonsten habe ich zu wenig Geld und kann gar nichts mehr machen. Es tut mir sehr leid, aber ich muss es machen. Die protestieren immer noch. Warum protestiert ihr eigentlich immer noch? So pure tax policies. Illegal immigrants are taking our jobs. Ah, fuck off. Why is the UN still here? Yes, I know. I'm working on it, you know. Wie viel... Das Ding ist halt... Okay, haben die jetzt unsere... Okay, der hier findet uns anscheinend nicht so cool. Warum er sehr lange mit seiner Forschung braucht. Müssen wir schauen. Das Ding ist, ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn wir auf Progressive Tax System gehen. Wie viel... Was haben wir denn gerade? Hier. Nein. Prosperity. Country debt, current rating, trending to.
Review budget. Policy taxes, income tax. Ich kann noch nicht. Ach, ich kann das von hier auch machen. Ohne. Ah, okay. Weiß ich beim nächsten Mal. So. Okay, wir haben da hier ein bisschen uns verbessert. Cool. Gut. Negotiate Trade, Export. Cancel. Ja, die wollen nichts, was wir wollen. Das ist ja unpraktisch. Bla bla bla. Negotiate Trade, Export. Food. Das bringt uns nichts. Wow, okay. I guess. Cool. Naja. Export, Food, Plastic. Propose. Place you're able to... Ah, cool. And call. Und dann weiter. Wird doch schaffe, gerne. Ah, freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Okay, excellent, Excellency. I should remind you that next month marks the 5th anniversary of the Passenger Revolution. You will, of course, be expected to make a public statement. Are there other events you would like planned with this historic day? Ja, wir haben kein Stadion, deswegen können wir das nicht machen. Hold a military parade celebrating our victory. Komm, hier machen wir mal. Kostet uns 10. Das ist okay. So. Leider haben wir immer noch nicht genügend Geld, damit das funktioniert. Ist auch ungeschickt. Aber warte mal. Oh. Excellency, as requested, we have completed plans for new policy direction, state investments. New options in the budget menu allows you to invest in treasury surplus and secure the future of our people. Okay, cool. Okay, was kann... Gut, das heißt, wir haben das hier erforscht. Ah, das... Ich glaube, ich baue mal so ein Casino. Oder ich erforsche das Casino zumindest. Wir müssen irgendwie Geld reinbekommen. Das mit den Supernotes, das ist mir zu unsicher. Ich meine, wir könnten auch die Offshore-Bankings machen. Aber eigentlich sollten wir gerade unser in Diplomacy eigentlich unser International Security, glaube ich, erhöhen. Ach so, warte, wir müssen nur Climate Change erhöhen. Ja, Ach ja. Ja, komm, dann machen wir mal hier das mit dem Casino. Proceed. Solar Power. Sehr gut. Environment wird hochgehen. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Oder... Carbon Market. Komm, dann machen wir das hier. Ich bin ein bisschen... Ich glaube ja nicht ganz, dass wir das hinkriegen. Schon Democracy.
Approval. Environment besser. Wir haben dafür leider nicht das Geld. The freedom of a German highway combined with the skills of Basenji driver. This cannot possibly fail. This cannot fail. A spectrum auction. Sell the rights for foreign corporation to brokers exclusively on certain medical. Das könnte uns Geld bringen. Und es sind dann nur die Konservativen, die keinen Bock auf uns haben. Do not care. So. Gut, die Sache geplant. Ach ja, die sind immer noch unglücklich mit uns hier. Die protestieren immer noch. Citizen. Ich meine... So. Ich meine... Uff. Okay, proceed. Work visas, open borders. Ich glaube International Security ist ja nicht so wichtig. Diplomatic Influence und Climate Change war das, was wir ändern wollten. Komm, probieren wir es mal. Oh, ich muss niesen, das wird richtig schlimm. Nase kitzelt. Warte mal, ich muss mal kurz eine Voice-Nachricht anhören. Das ist wichtig. So, genau. Cool. Es ist voll schlimm, wir haben viel zu spät mit dem Spiel angefangen. Ich würde euch viel mehr gerne davon zeigen, aber eigentlich kann ich es auch gerade... Eigentlich bin ich schon seit 20 Minuten über meine Zeit und ich sollte tatsächlich auch mal mich darauf achten, dass ich das wirklich mal mache. Genau. Genau, als nächstes, was wird passieren? Ich sollte mehr Food anbauen, ne? Damit wir hier tatsächlich genügend für unseren Processed Food haben, damit wir auf die 80 kommen, damit wir unser Ziel erreichen. Dafür bekommen wir vermutlich auch wieder irgendwelche Bonusdinge. Außerdem werden wir das dann eben weiter exportieren können, was sehr, sehr praktisch ist. Das heißt, wir können es tatsächlich einfach hier irgendwie anbauen. Aber wir haben dafür gerade kein Geld. So, das heißt, wir werden einfach... Insufficient Funds, ja. Wie immer, Lasse, ganz genau, wie immer. Kannst du machen, nichts. So, der kriegt auch doppeltes Ding. Und dann kann man hier weiterschieben. Dann speichert sich nämlich die Runde vermutlich. Ah, ja. Ich würde auch gerne das einfach skippen. Das muss ich nicht anschauen. Oh je. Also, liberal protesters are demanding reform to prison welfare in Basenji. Currently, prisoners have very few rights.
They're calling for access to nutritious meals, education programs and visitation rights. Ich habe kein Geld, Kinders. Es tut mir leid. Wir müssen es ablehnen. Sonst fände ich es ja cool. Oh, cool. Wir haben es tatsächlich geschafft. With them, I got you to consider this. Understood. With Kashara. Ey, wir haben so Glück gehabt. Wir haben Diplomatic Influence tatsächlich noch hochbekommen auf 3. Wir müssen ja das ja jetzt hier noch machen, irgendwie Climate Change hochzubekommen. Like how? I have no idea. Aber ja. Genau, und wir müssen unbedingt irgendwie, wenn wir da mal wieder Kohle haben. Processed Foods, okay. Ihr wollt Processed Food? Ja, cool, das kriegt ihr. Bekommt ihr alles? Haben wir ja. Yes. Genau. Aber ja, wie gesagt, wir machen dann aber an dieser Stelle mal Schluss. Wir können mal schauen, wen wir jetzt dann raiden können. Das ist jetzt nämlich die spannende Frage. Weil, das weiß ich bei so Sachen immer nie, ne? Es kann ja sein, dass einfach zu der Zeit auch niemand mehr live ist, den man so kennt und raiden könnte. Beziehungsweise die Person dann auch Deutsch streamt. Das wäre ja schon praktisch, ne? Und am besten dann auch noch irgendwie etwas, das wie vielleicht auch hierzu passt. Ah ja. Aber schön, dass ihr wieder da wart. Wir sehen uns am Montag wieder. Am Montag gibt es den nächsten Stream. Da schauen wir uns vermutlich Eximius an. Das wird dann sehr, sehr anders hier als das hier. Da gibt es dann Shooter. Und genau. Ansonsten könnte man natürlich auch irgendwie Smite raiden. Genau. Ne, wisst ihr was? Wir raiden Lena Mara. Die macht gerade Ark Survival Evolved. Das spiele ich ja nicht. Das heißt, das ist total praktisch, weil dann seht ihr mal Dinge, die ihr hier nicht seht. Und falls ihr es gut findet, ne, lasst einfach ein Follow bei der Lieben da. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Träumt was schön. Es war wunderschön wieder, dass ihr da wart. Und genau, für die Leute, die zum ersten Mal da waren, bei mir gibt es ganz viele Indie-Games. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne ein Follow da. Wenn euch das richtig, richtig gut gefällt, lasst auch gerne ein Sub da. Und ansonsten, wenn ihr kein Geld habt, empfehlt mich einfach weiter. Dann, gute Nacht. Wir sehen uns am Montag. Euer Lass mit dem Leichenwagen fahren. Einfach weil geht. Ist voll unauffällig, oder?